Hallo und herzlich willkommen bei Dolpedia, der enteralen Infothek von Dolt Medical. Mit unseren Videoanleitungen möchten wir Sie mit der richtigen Anwendung von Sondennahrung und der Pflege von unterschiedlichen Ernährungssonden vertraut machen und Ihnen Sicherheit im täglichen Umgang mit den Produkten geben. Ich bin Rike und zeige Ihnen, wie Sie beim Wechsel eines Buttons vorgehen. Die Lebensdauer eines Buttons ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren wie zum Beispiel der Pflege oder der Gabe von Medikamenten und kann nur schwer vorhergesagt werden. Wir empfehlen Ihnen, den Button vorbeugend nach 3 Monaten auszutauschen. Beachten Sie hierzu jedoch auch die Vorgaben des Herstellers. Der Wechsel eines Buttons ist eine ärztliche Tätigkeit und kann nach entsprechender Einweisung vom Arzt an Pflegekräfte oder medizinische Laien, wie zum Beispiel Angehörige des Patienten, delegiert werden. Tätigkeit, Name des Durchführenden und Qualifikationserfordernisse müssen hierfür vom Arzt schriftlich festgehalten werden. Legen Sie sich zunächst alle notwendigen Materialien für den Buttonwechsel bereit. Sie benötigen Händedesinfektionsmittel, eine Lürspritze zum Entblocken des Ballons, bei Bedarf ein Stoma-Längenmesser, wasserlösliches Gleitmittel oder Wasser, einen passenden Ersatzbutton und steriles oder destilliertes Wasser zum Blocken des Ballons. Waschen Sie sich zu Beginn Ihre Hände gründlich mit Seife und trocknen Sie diese ab. Führen Sie anschließend eine hygienische Händedesinfektion durch. Zur Vorbeugung von Druckstellen, Hautreizungen und Undichtigkeiten sollte in regelmäßigen Abständen die Stomalänge des Buttons bestimmt werden, um die erforderliche Länge des Buttons zu ermitteln. Hinweise, ob Sie die Stomalänge ermitteln sollten, können eine deutliche Gewichtszunahme oder Abnahme sein, eine sehr stramm sitzende Sonde, Undichtigkeiten am Stoma, eine sehr locker sitzende Sonde oder Hautreizungen rund um das Magenstoma. Zum Messen der Stomalänge sowie zum Buttonwechsel entfernen Sie zunächst den alten Button. Hierzu verbinden Sie die Lürspritze mit dem Blockungsventil, das oft mit dem Wort Inflation oder BAL gekennzeichnet ist. Ziehen Sie nun die Flüssigkeit aus dem Ballon ab und ziehen Sie den alten Button vorsichtig aus dem Magen heraus. Zum Messen der Stomalänge sollte der Patient auf dem Rücken liegen. Geben Sie wasserlösliches Gleitmittel oder Wasser auf die Spitze des Längenmessers, um diesen gleitfähig zu machen. Anschließend führen Sie diesen vorsichtig in das Magenstoma ein. Durch Zug am Griff entfaltet sich der Haltemechanismus im Magen. Ziehen Sie den Längenmesser zurück, bis ein Widerstand zu fühlen ist. Dann liegt der Haltemechanismus an der Magenwand an. Lesen Sie die Stomalänge am Stoma-Längenmesser ab und addieren Sie 4 bis 5 mm hinzu, um die richtige Stomalänge und Passform für jede Position zu gewährleisten. Notieren Sie sich den Messwert. Der Griff des Längenmessers wird nun wieder hineingeschoben, um den Haltemechanismus zu lösen. Ziehen Sie diesen abschließend langsam und vorsichtig aus dem Stoma heraus. Nun können Sie den neuen Button platzieren. Prüfen Sie den Ballon des Buttons zunächst auf Dichtigkeit. Befüllen Sie hierfür den Ballon des Buttons mit der empfohlenen Menge Flüssigkeit. Die erforderliche Menge ist oftmals auf dem Blockungsschenkel abzulesen oder in der Bedienungsanleitung zu finden. Der Ballon sollte symmetrisch sein. Überprüfen Sie den Ballon auf Undichtigkeiten. Anschließend können Sie die Flüssigkeit mit der Lürspritze wieder entfernen. Für ein leichtes Einführen des Buttons in das Magenstoma geben Sie wasserlösliches Gleitmittel auf die Spitze des neuen Buttons. Zusätzlich kann der Einsatz eines Führungsstabes die Platzierung erleichtern. Führen Sie den Button in das Stoma ein, bis er flach auf der Haut aufliegt. Fixieren Sie den Button mit einer Hand, um ein Herausrutschen zu vermeiden, und blocken Sie den Ballon mit der vorgegebenen Menge Flüssigkeit.
Entfernen Sie bei Bedarf vorhandene Gleitmittelreste von der Haut. Nun kann die Ernährung gestartet oder eine Nahrungspause eingelegt werden. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie den Ballon nicht mit Luft befüllen sollten, denn Luft entweicht schnell aus dem Ballon und der Button oder Gastrotube kann seine Position verändern. Der Ballon sollte zudem nicht überfüllt werden, da dieser sonst leicht platzen kann. Es ist empfehlenswert, immer eine Ersatzaustauschsonde für den Notfall zu Hause zu haben, da der Ballon der Austauschsonde unerwartet platzen kann und sich das Magenstoma bei Fehlen des Buttons oder Gastrotubes innerhalb weniger Stunden verschließt.